Ich freue mich jetzt, die Überleitung für euch zu schaffen und den roten Teppich auszurollen für unseren nächsten Speaker. Der hat einen sehr, sehr coolen Arbeitsplatz und der Arbeitsplatz ist über 100 Jahre alt, also mit ganz viel Tradition versehen. Da ist eine lange Revue-Geschichte und Historie geschrieben worden und wird weitergeschrieben. Und wir erleben jetzt in dem Programmpunkt im Vortrag, wie kreative Ingenieurlösungen und mutige, wirklich sehr mutige Ideen dort innovative und spektakuläre Bühnenerlebnisse möglich machen. Er selber ist Ingenieur für Veranstaltungstechnik und ist seit 2019 technischer Direktor des Friedrichstadtpalasts. Und jetzt nähern wir uns seinem Arbeitsplatz. Und was total cool ist, wir haben im Vorgespräch uns ausgetauscht, da stand die Premiere der 4. großen Show in seiner technischen Verantwortung noch an. Jetzt ist die Premiere eine Woche alt, kann man sagen. Die Eindrücke sind noch sehr frisch und er wird uns quasi mit auf, vor, unter und hinter die Bühne des Friedrichstadtpalasts nehmen. Bitte euer Applaus für den technischen Direktor dort, Thomas Herder! Hi. Schön, dich zu sehen. Hallo. Komm gerne hier verdientermaßen in den Bühnenmittelpunkt. Ich richte hier nochmal alles für dich. Ja. Gefühlt schnaufst du ja oder pustest du noch durch nach dieser Premiere. Genau. Eine Woche ist es her. Beschreib mal grob deine Gefühlslage. Genau, die Aufregung von dem Vortrag ist noch nicht ganz gesunken, weil die Aufregung der Premiere noch in mir steckt. 9 Wochen harte Arbeit, haben letzte Woche Mittwoch ihre Premiere gefunden. Und das ist eine Episode oder eine Periode, wo man dann doch unter einer hohen Anspannung ist, weil wir ja als Showentwicklung, der Friedrichstadtpalast entwickelt ja eigenständig eine Show, mit einer hohen Budgetsumme in Vorleistung gehen. Und du hast genau einen Schuss. Und wenn die Premiere schon nicht funktioniert oder die Show danach floppt, sind die nächsten 2 Jahre doch sehr ambitioniert schwierig. Wie waren die Momente, nachdem die Premiere gelaufen ist? Wo hast du den Moment verbracht und wie war es? Genau, also den Premierenrausch erlebt man natürlich dann mit dem Publikum auf der Premierenfeier und es ist ja so, dass wir sehr groß die Premierenfeier ausrollen. Es sind ja nicht nur die 2000 Leute bei uns im Zuschauerraum, wir streamen das Ganze oder beziehungsweise es wird gestreamt über Influencer, die bei uns im großen Maße teilnehmen. Das heißt, wir haben das erfasst, wir hatten eine Zuschauerzahl von 50 Millionen Zuschauern über die ganzen Influencer-Kanäle. Und wenn dann die Premiere erfolgreich ist, Standing Ovation, dann schwebt man so dem Rausch genau bis zum nächsten Tag, weil am Folgetag fangen wir an, die Show für 27 zu produzieren. Respekt, ganz deutlich der Blick nach vorne. Ja. Jetzt sind wir hier im Moment bei uns auf der LeadCon-Bühne und freuen uns total, dass du ganz frische Eindrücke teilst und uns mit in die Produktion und so ein paar Besonderheiten reinnimmst. Bühne ist deine, ich komme dann danach nochmal dazu, werde aufmerksam das Ganze verfolgen und schon aus dem Vorgespräch sind ja bei mir Fragen aufgeploppt, die ich dann gerne nachher nochmal an dich adressiere. Sehr gerne, vielen Dank, dass ich da sein darf. Gerne. So, ja, herzlich willkommen, alle satt aus der Mittagspause zurück. Friedrichstadtpalast, größte Theaterbühne der Welt mit den größten En-Suite-Shows der Welt mit über 100 Darstellenden auf der Bühne. Heute das Thema Technik als Möglichmacher. Wie schaffen wir es, bauliche Herausforderungen eines Gebäudes so umzusetzen, dass es ein visuell eindrückliches Erlebnis wird. Bevor ich starte, und ich habe mir 3 Beispiele ausgesucht, werde ich ein kleines Intro geben als Video und uns vorstellen. So, Film ab. Der Friedrichstadtpalast im Herzen von Berlin. Wir sind 320 Mitarbeiter aus 40 Nationen und wir produzieren selber Revue-Shows. Das heißt, wir haben einen Showrun von 2 Jahren und in diesen 2 Jahren
haben wir die Möglichkeit, auch neue Shows zu entwickeln. Wir spielen die Show 500 Mal und jetzt wäre es ein leichtes für mich, über die technischen Installationen zu sprechen und auf dicke Hose zu machen, dass wir zum Beispiel 468 Moving Lights in die Show sichtbar einbringen, das Ganze in einem Tracking-System mit 34 Kameras eingebunden, um 54 Moving Lights über unsere Hauptdarstellenden zu bewegen, oder dass wir auch immer noch das größte immersive Soundsystem haben, was weltweit in dem Theater verbaut wird. Thema ist aber die Herausforderung im Baulichen zu meistern. Und wir sind als Friedrichstadtpalast der letzte Prestigebau der DDR, eröffnet 1984 mit der größten Bühnenfläche, die es zu bespielen gibt, mit 2854 Quadratmetern. Und warum erwähne ich das? Größte Fläche und Herausforderung als kleiner Opening-Schmunzler, würde ich es gerade benennen. Wir haben nicht nur die größte Bühnenfläche, wir haben auch die kleinsten Loading Docks dazu. Wir haben eine Tür, die hat eine Dimension von 3,5 Meter mal 2,80 Meter, wo wir in einem Showumbau in 3,5 Wochen 60 Tonnen an Stahl, Holz, Dekorationselementen, Maschinentechnik, Winden etc. einbringen. Das ähnelt einer Geburt in beide Richtungen gleichzeitig. Genau, aber nun zum ersten Beispiel. Wir haben gesagt, wir haben 2854 Quadratmeter Szenenfläche. Wir haben bei uns zu sehen eine Vorbühne. Die Vorbühne ist sehr dimensional groß mit einer Portalöffnung von 24 Metern und einer bespielbaren Fläche von 32 Metern mal 13 Metern. Auf dieser Vorbühne befindlich, ich checke mal, ob das, gut, Laserpoint auf LED-Wand funktioniert nicht so gut. Auf dieser Vorbühne befindlich ist ein 12 Meter Podium mit 12 Meter Durchmesser und 6 Meter Tiefe. Warum erwähne ich das? Weil wir von 84 ebenso die Technik haben. Und unser Sachverständiger, der heute auch hier ist, hat die deutliche Empfehlung ausgegeben, dass dieses Podium für Personenbewegungen, wie wir sie natürlich showintensiv nutzen würden, nicht mehr zugelassen ist. Das heißt, jetzt haben mein Team und ich die Herausforderung, was machen wir mit einem Loch von 12 Metern Durchmesser und 6 Meter Tiefe, aus einer Zeit, als Lastbewegung auch noch mit Tieren angegeben worden. Wir durften damals 8 Pferde im Abstand von 1 Meter positionieren. Shows mit Tieren sind aktuell nicht mehr so angesagt. Zum Loch, zum Sachverständigen, ein Auszug aus unseren Schaltanlagen. Das ist einer im Showbetrieb befindlichen Schaltschränke. Da sind noch die Schütze zu sehen. Baujahr 84, das sind die alten Iskar-Schütze jugoslawischer Herstellung, die verantwortlich für die Schaltketten sind, Hauptriegel, Nebenriegel, also als sicherheitstechnische Einrichtung. Und jetzt kann man sich vorstellen, das Material, 40 Jahre alt, nicht mehr den technischen Standards entspricht. Was machen wir also mit einem 12 Meter Loch auf der Vorbühne? Haben wir uns überlegt, wir bauen eine eigenständige Maschine rein. Eine eigenständige Maschine, die völlig autark auf diesem Podium stehen kann, um trotzdem aber große maschinentechnische Effekte oder visuelle Effekte ans Publikum heranzubringen. Die Herausforderung ist ja nicht, dass wir auf der Hauptbühne schöne Sachen machen, sondern dass wir die Show dicht ans Publikum bringen, das Publikum immersiv in die Show reinziehen. Wir haben eine Maschine gebaut, eigenständig, das sind roundabout auch 40 Tonnen Stahl, die wir da einbringen, versehen mit 10 Antrieben. Da haben wir zum Beispiel oben zu sehen einen Personenaufzug, den kann ich als Personenversenkung nutzen, könnte den auch mit schnellen Bewegungen als Personentoaster nutzen. Ich habe 3 weitere Aufzüge, die ich als Dekorationsaufzüge nutze. Da kann ich transparente LED-Wände hochfahren. Ich habe eine Podienanlage, es sind 3 Podien, was in der Mitte zu sehen ist. Ich versuche es, nee, keine Chance mit dem Laserpointer. Also wir haben 3 Podien, die ich in unterschiedlichen Konstellationen einfahren kann, zusammen im Verbund, wie auch einzeln. Und ich habe vorne nochmal ein Extra-Podium, Gewichtsklasse 3,5 Tonnen, wo wir einen transparenten LED-Würfel installiert haben, den ich in der Vorbühne aufbringen kann und sowohl als also für Personenauftritte als auch für visuelle Effekte nutzen kann. Wie sieht sowas aus? Wir bauen das eigenständig als Stahlgerüst, dass wir unabhängig von der baulichen Anlage sind, stellen das zusammen und wenn es fertig ist, belegt ist, versenken wir es. Man sieht es ganz dicht im Vorbühnenbereich, um, wie gesagt, große visuelle Show-Effekte zu erreichen, um das Publikum mitzunehmen. Genau, hier nochmal ein Schnitt, um sich das vorstellen zu können, das ist der Personenaufzug
auf der linken Seite, danach die 3 Einzelaufzüge, die wir hochbringen. Die Podienanlagen so, dass wir die Ausgänge zu den Seiten haben, um Artistik, tanzende, darstellende Personen, Hauptdarsteller, Artistikelemente ein- und auszubringen. Und dann auf der rechten Seite ein großer LED-Würfel, den wir hier nochmal sehen. Der hat eine Fläche oder 3 Seitenflächen, die wir bespielen, 3,40 Meter mal 2,60 Meter. Die werden, oder da sind adhesiv LED-Folien aufgebracht, sodass wir eine Transparenz erzeugen können, weil wir nicht nur auf dem Cube, sondern auch in dem Cube spielen. Die haben einen Pixel-Pitch von 5 mm und wir haben 26 Quadratmeter zusätzliche LED-Fläche, um, wie gesagt, dicht am Publikum große Bildeffekte erzeugen zu können im Zusammenspiel mit weiteren 300 Quadratmetern an LED-Fläche. Genau, hier als Personenaufnahmemittel, unser Hauptdarsteller wird damit nochmal 4 Meter in die Höhe gedrückt. Die Sache wird betanzt. Hier befindet er sich in dem Cube, hier sieht man die Transparenz, dass wir mit einer Volltransparenz spielen, um entsprechende Effekte zu erzeugen. Beispiel 1. Beispiel 2, wir kommen zurück. Ich gucke wieder ganz traurig 2 Jahre zuvor in das Loch. Was machen wir? Wenn ich an den oberen Rand unseres 12 Meter Loches schaue, sehe ich noch ein Wasserbecken. Ein Wasserbecken, was noch gar nicht alt ist, haben wir vor 4 Jahren gebaut, hat ein Volumen von 160.000 Litern, ist fahrbar, hat Podien drin, die ich auf 1,40 Meter absenken kann, aber auch rauffahren kann, um große gestalterische Möglichkeiten zu haben. Warum erzähle ich das? Weil wir in der DNA einer Revue-Show natürlich auch diese Anforderungshaltung unseres Publikums erfüllen müssen, die erwarten, dass wir mit den Elementen spielen. Jetzt habe ich ein schönes Wasserbecken zwischengeparkt für die nächsten 4 Jahre. Wir müssen Teil sein, ich kann es also nicht nutzen. Wasser ist aber eine Anforderung von unserem Publikum. Wie schaffen wir es jetzt, Wasser auf die Bühne zu bringen, um entsprechend solche Tableaus dicht ans Publikum zu bekommen, Tanz, Artistik in großen Wasserflächen. Jetzt haben wir uns überlegt, wir bauen eine eigenständige Wasserfläche, das sind grob 175 Quadratmeter eines fahrbaren Wasserwagens, angetrieben über 8 Maschinen, die synchronisiert werden. Es ist ein Sandwichboden drin, mit einem Tanzteppich belegt und einer autarken Wasserversorgung, einer Wasseraufbereitung, wo wir dann kurz vor Showbeginn jeweils 30 Grad warmes Wasser, damit unsere Darstellenden auch nicht gleich anfangen zu frieren, entsprechend performen können. Oh, Entschuldigung, war eins zu weit? Nee. Genau, dieses Wasserbecken, um sich das vorzustellen, fahren wir komplett von der Hinterbühne, geführt über die Hauptbühne, auf die Vorbühne, folgt dann dem Shape der Vorbühne, um entsprechend Emotionen transportieren zu können, aber auch den ein oder anderen Wasserspritzer ins Publikum, dann ist man mit dabei. Immersiv 4D. Dann schaffe ich so eine Tableaus zu gestalten. Man sieht, wir fahren es in fast kompletter Portalbreite nach vorne, in einem relativ kurzen Umbau und das Ganze dann kombiniert auch mit Artistik, sind Strapatenkünstler, um einen wirklich bildgewaltigen Effekt darstellen zu können. Genau, und beim Thema Wasser werde ich mal einen kleinen Schluck aus der Wasserflasche trinken und zeige einen Clip vom Making-of, Abbau unserer letzten Show, der erfolgreichen Integration der neuen, wie gesagt mit der Herausforderung, wir haben da genau 3,5 Wochen Zeit, Volumen von 60 Tonnen, sind da so mit 105, 110 Leuten im Zweischichtsystem beschäftigt. Genau, kleine Trinkpause genossen. Ein drittes Beispiel habe ich noch aus dem Maschinenbau. Wie gesagt, Anforderungen, ich wiederhole es immer, Show-Effekte, alles Richtung Publikum. Wir müssen das Publikum reinziehen in unsere Show. Wir haben uns überlegt, wir bauen noch ein Flugwerk.
über unsere Vorbühne. Und ich habe gesagt, wir haben 38 oder 32 Meter Breite, 38 Meter bespielbare Fläche auf der Vorbühne. Das heißt, muss ein Flugwerk einbauen, wenigstens 40 Meter Spannweite. Da haben wir uns für ein System entschieden, was bestehend aus 2 Tracks ist. Das heißt, ich habe 2 unabhängige Flugschienen nebeneinander, die ich mit einer Gewichtsklasse 180 Kilogramm pro Punkt belasten kann. Die Herausforderung ist, dass das reine Flugwerk ist breiter als 40 Meter. Wie gehe ich mit der Schlafseilbildung um? Wenn ich schnelle Bewegungen mache und wir haben die Möglichkeit, bis 2 Meter pro Sekunde zu fahren, ist es natürlich äußerst ungünstig, bei einer Verfahrung von 38 Metern das Seil mitzuführen, weswegen wir uns entschieden haben, die Antriebe für den Hub, und wir haben ca. 20 Meter Hub, mitzuführen. Das sind Antriebe in der Klasse 4,5 kW, die wir, wie gesagt, mit 2 Meter pro Sekunde über die Bühne fahren. Und genau, kleinere Details gerne im Nachgang, Getriebebau Nord etc. Was sind die eigentlichen Anforderungen, um auf das Gebäude wiederzukommen? Wie gesagt, das ist ein denkmalgeschütztes Gebäude. Nachdem ich alle statischen, maschinentechnischen Sachen wieder gelöst habe, komme ich wieder in der Realität an, meines eigenen Gebäudes oder unseres Gebäudes. 2 wirklich chaotische Bilder, das sind die Kabeltrassen, Baujahr 1984. Und um uns für die Maintenance an den Antrieben Platz zu machen, war die Herausforderung, und es klingt elementar, es war aber eine feine Operation, die Kabel, was alte Alukabel, 40 Jahre alt sind, in der Höhenlage zu verändern. Das heißt, mit ganz sensiblen Fingern mussten diese Trassen neu statisch verlegt werden, damit entsprechend die Ummantelung nicht aufplatzt, entsprechend die Litzen nicht brechen, damit und deswegen diese Kontrastbilder, ich versuche, Europas fetteste Show auf die Bühne zu bringen und muss im Hintergrund entsprechend jonglieren. Ist uns das geglückt? Schaffen wir so eine Bilder zu kreieren? Das ist eine lebende Pusteblume, die 38 Meter über die Vorbühne fliegt, in ganz smoothen Stützpunktfahrten, damit sie entsprechend interagieren kann, auch mit den Tanzen auf der Bühne, wird rumgewirbelt, schwebt und entschwebt. Wenn wir von Flugwerk sprechen, haben wir natürlich mehrere Bilder. Wir nutzen unsere Flugbewegung auf der Vorbühne genauso, um Artistik einzubringen, eine Kontorsionistin, die eingeschwebt wird, oder aber auch im Verbund mit 2 konisch zulaufenden Flugwerken über dem Zuschauerraum, zusammen mit Personenaufnahmemitteln bzw. Flugpunkten, wo unsere Hauptdarstellenden eingeflogen werden, damit große Tableaus gestellt werden, damit auch der Effekt entsteht, wenn Zuschauende mehrfach kommen, sagen sie, das habe ich beim letzten Mal noch nicht gesehen. Wahnsinn. Wir versuchen wirklich bildgewaltig abzuliefern. Genau, und ist uns das hier glückt, haben wir eine erfolgreiche Show. Ich hatte es im Vorgespräch gesagt, wir haben immer nur genau einen Schuss. Der Druck ist ziemlich groß. Und wie es dann aussieht, wenn es geglückt ist, sehen wir noch in einem abschließenden Trailer. Wie es wohl wäre, aufzuwachen in einer Welt des Glücks. In our dreams we get so high, ain't no rules so we can fly. We can do anything, be anything, anything tonight. So high. Let it begin. Crawling under my skin tonight. It's dark and dirty and it feels right. No cure, no antidote to take. My sweetest escape. Welcome to reality. Sag mir, wovon träumst du? Blinded by the Light, aktuelle Grand Show. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, vielen Dank. Als kleiner Nachtrag, wer heute hier war, wer mir nicht glaubt, wer sich überzeugen möchte, hat heute die Chance, in Bezug zur Messe mit dem Codewort Liedpalast Blinded by the Light Tickets zu erwerben mit einem entsprechenden Rabattcode. Kommt gerne zu uns, genießt es. Wenn ihr Fragen habt, ich bin im Anschluss mit meinem Team hier vor Ort. Vielen Dank. Von Herzen danke an den technischen Direktor des Friedrichstadtpalastes. Gerne nochmal euer Applaus für Thomas Herder. Darf dich nochmal so mit in die Bühnenmitte hier hinholen. Richtig cool, das macht total Lust drauf. Ich habe auch einige um mich herum schon jetzt wahrgenommen, auch aus der Crew, die gesagt haben, ey, da muss ich hin, das muss ich mir reinziehen. Das ist ja der Effekt, den ihr erreichen wollt. Genau, kommt gerne, guckt euch Europas größten Shows auf der weltgrößten Bühne an. Du hast gerade angesprochen, die größten Shows in Europa. Wie viele Menschen sind denn da an so einem Abend beteiligt, damit die Show gut über die Bühne geht? Ja, das ist eine relativ große Crew. Wir sind mit 108 Leuten am Abend beschäftigt. Dazu gehören die Techniker oder die technischen Gewerke, aber auch der Cast, Ankleider, Quick Change etc. Also roundabout 100 Leute brauchen wir jeden Abend. Und Show ist dann um wie viel Uhr zum Beispiel? Also ich sag mal, die Primetime-Show ist? Die Primetime-Show ist 19:30 Uhr, geht bis 22 Uhr, 22:05 Uhr. Ja, je nachdem, wie lange der lang anhaltende Applaus dauert. Sehr schön. Und wann geht es an so einem Tag los? Wann kommen alle zusammen? Genau, also die Kernarbeitszeiten sind 14:30 Uhr bis 22:30 Uhr. Das ist die reine Running Show Crew. Jetzt haben wir am Vortag natürlich entsprechend muss noch was verbessert werden oder repariert. So, es gibt die erste Crew, die kommt zwischen 7 und 10 Uhr. Jetzt ist es so, ich hätte natürlich gerne 2 große Mannschaften, dann könnt ihr noch viel mehr am Vormittag machen. Die Personalressourcen haben wir alle die gleichen Probleme. Aber der Tag geht, wie gesagt, im Schnitt um 10 los für die technischen Gewerke und endet kurz nach 10. Jetzt habe ich hier schon Fragen gestellt, weil, wie gesagt, Vorgespräch, da schon total Lust bekommen und wollte einfach noch ein bisschen mehr erfahren. Gibt es bei euch Fragen, die aufgeploppt sind? Dann gerne mal, danke an Johannes fürs Licht Richtung Publikum, gerne mal Hand hoch. Wir hätten dann auch eine Handkeule da, mit der wir mal rumkommen können. Da vorne, sehr schön. Guck mal gerade, ob Jörg, ja, Jörg kommt zu dir, hier vorne, nochmal Hand hoch, genau, zur Orientierung. Sag gerne, wer du bist und nenn uns deine Frage. Hallo, hört ihr mich? Hört mich jemand? Ist da gerade jemand am Ton, der nochmal unser Handmikro hochziehen kann? Ich gehe da mal ganz transparent mit um. Hallo. Da, ja. Jetzt? Sonst komm mit auf die Bühne. Dann, nee, so, jetzt kommst du, ja. Genau, ich bin der Kai Grosse, ich bin der böse Sachverständige, der da vorne das Hub-Podium sozusagen im Betrieb eingeschränkt hat. Mich würde noch interessieren, spielt ihr in 2 Jahren denn das Geld ein, was ihr für die Show ausgebt? Oder gibt es auch Überlegungen, 3 Jahre zu spielen oder sind 2 Jahre gesetzt? Genau, das ist eine sehr spannende Frage, die ich insofern auch beantworten muss, weil die Shows werden ja immer komplexer. Es sind dermaßen viele Antriebe und Effekte, die wir einbauen, dass mir lieber wäre, allein für die Vorbereitung 3 Jahre zu haben und die Show entsprechend dann noch lange zu spielen. Aktuell ist es so, dass unser Produzent sagt, wir spielen 2 Jahre, weil dieses Gefühl, 2 Jahre vor ausverkauftem Haus zu spielen, und so ist es aktuell, dass wir nahezu jede Show ausverkauft sind, ist natürlich ein viel emotionaleres Erlebnis, als im 3. Jahr eventuell in die Gefahr zu kommen. Aber wie gesagt, 3 Jahre Vorbereitungszeit wären wir lieber, weil es ist so, dass wir von allen Ideen, von allen maschinentechnischen Sachen, die wir als Prototyp auch entwickeln, gar nicht 100% auf die Bühne bringen. Wir haben noch mehr Sachen, die wir an den Start bringen wollen, was ich aber in diesen 3,5 Wochen, und es ist extrem begrenzt, und danach sind nochmal 6 Wochen Probe, nicht schaffe, zu so einer Show-Sicherheit zu bringen, dass es auch wirklich geil ist. Alle Sachen, die wir auf die Bühne bringen, die okay sind, die kommen nicht rein in die Show. Es muss wirklich flashen. Okay, reicht nicht, ja. Danke für deine Frage, als wenn er eben tatsächlich über die Schulter mitgehört hätte. Ne? Wir hatten es im Vorgespräch noch, wie lange denn so eine Show dann läuft. Habt ihr noch eine Frage? Gerne Hand hoch. Ihr seht, Thomas ist da sehr auskunftsfreudig bei uns hier auf der Bühne. Zwischendurch schon mal fragen. Du hast ja die Branche der Veranstaltungstechnik, auf jeden Fall viele hier. Wen braucht ihr denn gerade noch? Wen sucht ihr noch für euer Team?
Also grundsätzlich suchen wir alle, die Leidenschaft mitbringen, in so einem Produkt, ich nenne es Showprodukt zu arbeiten. Ich brauche Operator, ich brauche Tracking Operator, ich brauche Maschinentechniker, weil sich die Arbeitsumfelder ja auch verändern. So, es gibt, wie gesagt, die Position eines Tracking Operators gibt es bei uns erst seit 3 Jahren. Es wird viel IT-lastiger, die Netzwerke werden umfangreicher. Jeder, der Bock hat, an so einer fetten Show teilzunehmen und der auch En-Suite-Show kann, das muss man auch wissen, wir spielen die 500 Mal die Show, es ist ein gewisses Running-Prozedere, kann zu mir kommen. In der Arbeitsmarktlage ist so, zu mir kann jeder kommen, der die Leidenschaft hat, den bilde ich auch entsprechend aus. Das ist doch mal eine Ansage. Die Ausbildung dann im Friedrichstadtpalast auf der größten Theaterbühne der Welt mit den größten Shows Europas, wie wir schon gelernt haben. Herzlichen Dank an dich. Wenn jetzt nicht noch was aufploppt, dann dürft ihr Thomas noch mal mit einem standesgemäßen Applaus hier von der Bühne begleiten. Es hat viel Spaß gemacht, dich da zu haben, den technischen Direktor des Friedrichstadtpalastes. Grüße nach Berlin. Große Freude weiterhin. Viel Erfolg.